So, hi there, Fox is online, and let's fly quickly let's fly from New York La Guardia to Toronto. It looks a bit empty here, but it's not. We have New York Center, we have La Guardia, New York approach for departure, and Toronto is buzzing with traffic here. Look at that. Nice. So we're going to land probably somewhere here between all these guys. And the weather's pretty shitty. 4 sea miles, light rain, few. Oh, it's better now. It was worse half an hour ago. Why not? So, we've done the flight plan, blah blah blah. And we need 7.6 tons. And I need to set up the flight. We need WestJet. New or WestJet? Yeah, WestJet new. Fuel and balance, yeah, well, we sorted out. And we're going to La Guardia. Now we have to find the correct stand. There we go. So WestJet 1215, this is the real flight, departing from Terminal C, Charlie 35, the gate. Let's have a look. DC, here, Charlie 35, found it. Up, go. Real world time, perfect. Start flight. In the meantime, we can start loading the weather. No, I didn't want to start FS build, nope. Where's our loading plan? Here. So zero fuel mass should be about 58.3 tons. While the sim is loading, I can have a look at the charts here on the side. La Guardia to Toronto. Alternate is Montreal officially due to bad weather in the area. So we said, what departure are we going to fly? The first point on the route is, come on, here, code. What's the sim doing? It's loading. So code, let's have a look if I can find code here on the La Guardia 5 departure. Yes, I can. Cool, so we expect the code departure. Weather in La Guardia, let's have a look. La Guardia, 120 degrees 26, gusting 31 knots, 4 miles in moderate rain, mist and overcast clouds at 900 feet. That's bad weather. Plus 10 degrees, at least it's warm. We don't need to de-ice. 2978 the altimeter. And that's pretty much the forecast too. And let's see about the runway in Toronto later. So I guess we're going to depart runway 13 in La Guardia with this wind. Wonderful weather. There we go. Weather, here you are. Flight plan. Oh, I didn't export the flight plans, of course. Let's quickly do that. Up. There we go. La Guardia. Oh, what will be our cruise altitude? Cruise level will be 300. So wind will be 158.85 knots.
not bad. Nice tailwinds. So 160.85. I'm gonna insert, transfer the weather, minimize. Flight attendants, please be seated for departure. Hi Kirsten. Okay, the cabin is secured. Have a good flight. So, here we are. Tough, tough, tough. Landing lights off, please. Anti-collision off. The frames seem to be really low. Das sind aber sehr wenige Frames, ne? 20 ist an der Grenze zum Erträglichen. Ich muss, glaube ich, noch Einstellungen vornehmen hier. Is anyone here who does not speak German? Otherwise. Also. Cup. Display variants ist alles gut. Bla bla bla. Halogen, yes. Pop. General Config. Also ich brauche hier Pounds, Inches. Das ist okay, das ist okay, ist okay, ist okay. Ja. Ist alles gut. Realism. Hardware. Wo war denn das mit den den Frames per Second anzeigen? Das sehe ich gerade nicht. Wo ist denn das? Hilfe! Das war doch bei... Ah, hier, Visual Effects. Da war das, oder? Show, Flight... Ah, FPS, ja. So. Jetzt stimmt das. Ground to cockpit. Tow is driving up. Also, Payload haben wir gesagt. Müssen wir machen. Und zwar 130 Passagiere. Dann machen wir mal hier... Oh. 25 Mail. 35 Mail. Ja, die wiegen am meisten. Was habe ich jetzt für Passagiere? Das müsste auch anzeigen, die wiegen 35, 35, 70, 95, dann fehlen noch 45. Okay, all doors and hatches are closed. Ready to connect. Cargo packen wir nach hinten, das sind ja Pounds. Das sind dann 1,7 Tonnen sind mal 2 plus 10%. 1,7, 3,4, 3,7, 3700 Pfund. Mal gucken, ob das reingeht. Ja.
Also Zero Fuel, 125.000 Pfund. Die ist zu faul zu rechnen. Ja, das ist neu, ja. Das ist seit der 3.39 ist das mit dem Payload so ein bisschen komplizierter. Also 126.000 dividiert durch 2,2 ist 57,3 Zero Fuel Mass. Ist das übereinstimmend mit dem, was uns der SIM-Brief gerechnet hat? Ja, ungefähr. Fuel 7,8 Tonnen. 7,8. Das sind jetzt aber auch Pfund. 7,8. 7,8 mal 2 gibt 15,6 plus 10%. Was haben wir gesagt? 15,6 plus 1560 gibt 16,5, 17,1, 17,2. Zack. 142.000. ,8 Tonnen, stimmt das ungefähr hier überein? 65,8, ja, eine Tonne fehlt mir. Ist egal. Ist egal. Gut, dann. Machen wir die ganzen Türen zu. Also, Ground. Oh, komm her. Ground Power ist disconnected. Dann können wir hier die GPU wegmachen. Und ein bisschen am FMC arbeiten. Also, FMC. Position Init. Also, wo sind wir? KLGA Guardia. Achso, ich muss mich noch mit Swift einloggen. Swift GUI 9466 Bit brauchen wir. Ja, das mit dem Ausfüllen ist kein Problem, Kirsten. Das machst du ein-, zweimal, dann geht es auch von selber. Ist nicht so schwer. So, das ist hier viel zu groß. Das tun wir mal hier schön klein machen. Und da auf den zweiten Bildschirm transportieren. Dann muss ich mal hier Swift einschalten. Damit ich sehe, ob es ja von der Größe her stimmt. Kann man da was erkennen im Swift? So. So. Die Hälfte kann man nicht sehen. Egal. Also Connect. Bla bla bla. Was sind wir hier? WestJet 1215. Ja, das stimmt alles. Und dann machen wir hier Connect. Ne, müssen wir Disconnect machen. Disconnect, ja, 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 ja. Connect Page. Dann wollten wir machen hier oben Matching Log Detailed. Falls wir irgendjemanden sehen, den wir uns angucken wollen. Dann Flugplan, SIM-Brief runterladen. Oh, ist drinnen. Noch Code L eintragen. Und den richtigen Kommentar rein, genau. Und abschicken. Das war's. So, wir haben hier ganz viele Departure. Oh. New York Center, Departure hier, Departure dort, La Guardia ATC. Das können wir uns gleich anhören.
glaube, ich muss den hier rufen. 19,2. Kann man schon mal eindrehen. Das nervt. Ich muss da was einstellen. Zack. So, Swift weg. Oh, lalalala, das haben wir jetzt gemacht. So, und dann hier. 3. CPDLC operational. Bird activity in vicinity of LGA Airport. Operate transponder on mode Charlie on all taxiways and runways. Advise on initial contact you have information Delta. Advise on initial contact. You have information Delta. La Guardia Airport 8 is information Delta 1951 Zulu. Wind 140 at 26 gust 33. Visibility 1. Heavy rain. Mist. Ceiling 800 broken. 1,500 broken. 3,400 overcast. Temperature 10. Dew point 8. Altimeter 2975. ILS runway 13 approach in use. Departing runway 13. CPDLC operational. Bird activity in vicinity of LGA Airport. Operate transponder on mode Charlie on all taxiways and runways. Advise on initial contact you have information Delta. Advise on initial contact. You have information Delta. Delta. Gut, dann haben wir das hier geklärt. Ja, wir können noch den New York Center vorbereiten. Vielleicht kommt der als nächstes 125, 325. Dann mal hier mit dem FMC weitermachen. Also wir fliegen nach CYYZ, das ist Toronto. Und wir fliegen die Company Route, die ich mir lade, 01. Zack. Runway 13. WestJet 1215. Ja, sieht gut aus. Activate, Execute, Performance Init. Gewicht stimmt so, ja. Fuel 17,2 wird bestätigt. Reservefuel. Was haben wir denn da? Also Alternate sind 2,3 Tonnen, Final Reserve 1,1, das sind dann 3,4 Tonnen. 3,4 mal 2 gibt 6,8 plus 10% sind 7,4 ungefähr. 7.400 Pfund. Kostindex haben wir gesagt 100. Level 3 100. Und der Wind, was haben wir gesagt? 160 mit 85, was, ne? Vergessen. Ja, 160, 85.
So. Was? 0 Grad? Hier sollten noch 10 Grad plus sein. Na, wir machen aber heute Full Take-Off, weil wir wollen nicht so stark reduzieren. Flaps 5, ist ziemlich windig. Und wir haben wieder mal keine Take-Off-Speeds. Na super. Warum? Die Position habe ich eingegeben. Naja, dann erraten wir mal Geschwindigkeiten 120, 135, 142. Wird schon passen. Hey Daniel. So. Und er hat gesagt, er hätte CP-DLC. Mal gucken, ob er das wirklich meint oder ob das nur ihr normales Textsystem ist. KLGA? Natürlich nicht. New York, New York, nee. Also Altimeter 2975. Das Wetter müssten doch eigentlich 10 Grad plus sein. Ja, plus 10 Grad. Ich mache mal hier Refresh Weather. Minimize. Vielleicht geht das mit den Geschwindigkeiten deswegen nicht. Weil der Temperatur falsch hat. Vielleicht liegt es daran. Nee. Trotzdem nicht. Wir wollten unser Ring Data. Weg damit. Next departure low WestJet 1215.
New York departure hello, it's WestJet 1215. Okay, jetzt kann ich hier keinen hören. Habe ich einen Fehler gemacht? Delta 7763, do you copy WestJet 1215? No. New York Center, hello, it's WestJet 1215. WestJet 1215 New York. Yes, hello, it's just a radio check. We're trying to reach the departure controller, but he's not reacting, so I'm going back to his frequency. Maybe you can give him a poke. I'm actually covering La Guardia on the ground right now, so it'll be with me that you'll get your clearance from. Okay, so the controller left or what? Yeah, I don't know. Alright, so call you back shortly for request. Roger. Aha, gut zu wissen. River 9901 Romeo on that flight level 320. Let's step away for 3 minutes, please. Approved. Thanks. American 1216, turn left heading 160, join the localizer. 160 ist join the localizer, American 12. So, wir können noch schnell hier Nav-Setting machen. La Guardia hat 113,1. Zack. Und JFK hat 115,9. Falls wir irgendwie schon umdrehen müssen, können wir direkt nach New York rüber, nach JFK. American 1216, you're 3 miles from PAME, cleared ILS runway 13 approach. Cleared ILS runway 13 approach, American 12. Falcon 23 Echo Foxtrot, descend and maintain flight level 270. Ah ja, Türen schließen. Aber ich habe doch Türen zugemacht, oder? So, ich habe deinen Kommentar gerade eben erst gesehen, aber hier ist alles closed, ne? Ja. Alles zu. New York, good afternoon, Delta 514, direct wavy climbing 120. Delta Was soll's? 515, New York Center, climb maintain flight level 220. Was machen die Climb Frames? 220, Delta 514. 17, 18, nicht gut. Good afternoon, New York Center, Southwest 3151 is climbing this flight level 370. Southwest 3151, New York Center, roger. Ah, wir können die Tinnis 6 Departure erwarten wir. Okay. Climb maintain 5000, yeah, okay. And New York WestJet 1215 with information Delta 29.75. We are ready for IFR clearance. Con request standby. American 1216, your number 2 following 73 over the numbers now. The wind is 07016, runway 13 clear to land. Clear to land, runway 13, American 1216. Clipper 32, just verify your direct Biggie. Yeah, we're direct Biggie. I'm not sure what the INS is doing. I'll just reconfigure it. Clip 32. Delta 514, proceed direct Yazoo. That's Yankee Alpha Zulu Uniform. Oh, 15 Frames. Immerhin 20, wenn ich aufs Overhead Panel gucke. Delta 514, proceed direct to Yazoo intersection. Yankee Alpha Nicht Zulu gut. Uniform. 17, ui, Direct Yazoo, Delta 514. 18. WestJet 1215, New York Center, you ready for the clearance? Go ahead. WestJet 1215, you're cleared at Toronto. 10 and 6 departure. Radar vectors code then as filed. Climb by the SID squawk 6642. WestJet 1215 clear to Toronto, Tinnis 6 departure. Climb via SID 6642. WestJet 1215, read back track, runway 13 for departure, call for taxi. We'll go. Delta 1391, taxi off to the ramp, this frequency, good night. Alpha the ramp, this Delta 1391. So, dann machen wir ja Pushback. Jupp.
Ground to cockpit, please show me where you want to go. Is November 901 Romeo back? Ich glaube, das ist der Weg, den ich gehen... Oh, scheiße, die Wolken. Ich sehe nichts. So connected and bypass pin inserted. Release parking brake. US Center American 1007 crossing 8000. Also das mit dem Türen machen hat nicht geholfen. American 1007 New York Ich kann Center, proceed probieren, direct America, climb maintain 17000. Ich kann probieren, die Türen Direct mal American 17000, American 1007. auf und zu machen. Vielleicht bringt das was. Dann machen wir erstmal hier einen Pushback. Beacons on. Ne, Starting pushback, keine Take-Offs. and you may start Egal. engines. Also, wir haben gesagt, Runway 13, Tennis 6 Departure. Also mal hier. Es geht straight ahead and intercept 050 track to Jutas, max 220 at or above 3000, and then Tennis at or above 5000 feet. Und die das Clearance Limit ist 5000 feet. Naja. Machen wir. American 1007 Boston. Engine failure, straight ahead. Unicom 122 Climb maintain negative. 3000 feet, Mayday, and expect landing runway 13 left or 13 right in American JFK. 1007, thank you. Falcon 23 Echo Foxtrot, same for you. Boston Center is offline. Monitor Unicom 122.8, good night. 22, good day. Good day. Ah, ich kann noch kein LNAV. Ah Mann, warum das denn? Na dann. Ist die Geschwindigkeit so langsam? Vielleicht geht's dann erst. Interessant. Was ist denn hier? Runway QFU 134 Grad. Und dann machen wir noch hier einmal anlassen. Operation complete. Set parking brake. November 901 Romeo, Oops, New York. maybe we should as well prepare the cockpit for engine start. So that's all on. Blah 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 blah. Blah 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 blah. Disconnecting tow. Park brake Stand by. set. New York Center American 1178 with you, flight level 250. American 1178 New York Center, hello. Fuel on number 2. And New York Center, Light up. Skyhawk 738 November X-ray with you at 5,000. Skyhawk 738 November X-ray, New York Center. Do you have approach request into the York Airport? Yeah, I'd like to do the R935 from Zopa. Skyhawk 738 November X-ray, roger. Expect the RNAV runway 35 approach. And starting Roger engine on the number 1. R935 November X-ray. Oh, and Skyhawk 738 November X-ray. You can Tow just is proceed direct to disconnected Zopa and intersection bypass bin now. has been removed. Descend and Hand signal maintain will be on the left. 3000 We'll see you next time. Have a safe flight. Direct Zopa 3,000 November X-ray. American 1216 is off the runway up Lima. American 1216, thanks for that. You can taxi off to the ramp. Have a good night. Good night, American 1216. And lights on here. Man weiß ja York nie. Center, JetBlue 10, 43 with you, climbing 350. Okay, light up. JetBlue 1043 New York Center, And roger. 1 increasing. Cool. And Skyhawk 738 November so X-ray, you're let's 4 miles from continue, the so let's Zemo, crosses Zemo go at or here, above left column 2,500, up, clear an RNAV, top to runway 35 bottom, approach York Airport. top to bottom, off, top to Cleared bottom, to land, maintain 2,500, tell Zima. top to bottom. Machen wir kurz, let's have a look. What's the elevation for Toronto? 570, so
700 feet. 700 feet. Too fast. There we go. And dann noch Trim Set. Auto brake RTO flaps. 5 selected. Center, good evening, Leipziger 249er. Oh, Leipzig, Flight yeah. level 210, descending to flight level, descending to 9,000. Leipzig Air 249, New York Center, across the Calverton intersection. That's Charlie, 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 at maintain 12,000. Crossing Calverton at 12,000, Leipziger 249er. WestJet 1215, taxi. WestJet 1215. WestJet 1215. Oh, there you are. It'll be runway 13, taxi by Bravo and Papa, cross runway 22. Taxi 13, Bravo, Papa, cross 22, WestJet 1215. So, wir sind... And Leipzig Air 249, reset your transponder, squawk 6644. Alpha, wir müssen den next Lima, we turn right on Bravo and then left all the way, and crossing was approved. Squawking 6644, Leipziger 249. We are here, we have to go this way, then right Lima, left Bravo, Papa, taxiway Bravo becomes Papa here, Bravo continues around the corner. Delta 514, contact Cross Washington 22, Center holding point 133.72. 13372, Delta 514, see ya. Southwest 3151 at pilot's discretion, descend and maintain for level 230. Let's go. Pilot's discretion to 230, Southwest 3151. Skyhawk 738, November X-ray, there's no traffic observed between you and the York Airport. Reports cancellation of IFR on the ground or missed approach this frequency. You can head over to Unicom now, 122.8. Have a good day. Good day, 122.8, cleared to land. Runway 35. November 9er 1 Romeo, New York. Ja, there we go, Time Dilation, ja. Ich bin zu langsam hier mit den Framerates. Am Boden ist nicht so schlimm. So, right on Lima. Left on Bravo. Niner 1 Romeo, back to saddle. 9er 1 Romeo, contact Washington Center 133.72. Going to 133, decimal for 991 Romeo, thank you, sir. Leipzig Air 249, contact New York approach on 128.12. New York approach 128.12, Leipzig 249. Also nochmal Review. Departure, runway 13, runway is wet, we go-minded. Straight ahead, 134 heading, intercept 050, track 2 Jutus. Speed 220 or less, climb above 3000, then Tinnis at or above 5. We're gonna maintain 5 unless advised otherwise. MSA is, or grid Mora is 3000, MSA is 2100 feet. Engine failure, straight ahead, 134 degrees, climb 3000, maintain. And declare Mayday, go to JFK. So, strobe light on. Strobe light on for Southwest 3151 cross runway. Washington Center, or correction, Boston Center is offline. Monitor Unicom 122.8. Good day. Alright, go to Unicom, Southwest 3151. Left Thanks clear. for the service. Right clear. Crossing the runway.
WestJet 1215, ready for departure, 13. WestJet 1215, fly the 10-6 departure. The wind is 07015, runway 13, clear for takeoff. Runway 13, clear takeoff, fly the 10-6 departure, WestJet 1215. So done, landing, lights on, all good. Final check, so RTO selected, flaps 5, green light. Clipper 32, not quite yet. I still have you for a Transponder little is while. on. The app house, No actually LNAV, do this so for I me. have to watch out. Cross Clipper at maintain 12,000. The Baltimore altimeter is 2986. Right, cross Clipper at 12,000, Clipper 32. JetBlue 1043, proceed direct the News intersection. That's November Echo Whiskey Echo Sierra. Direct News, JetBlue 1043. New York Center, hello, American 1444, 9.7, climbing 12,000, direct Robbinsville. American 1444, New York Center, climb maintain 17,000. 17,000, American 1444. Toga geht auch nicht, kann kein Autothrottle armen, das geht in der Luft wahrscheinlich erst. Da ist irgendwas gebuggt, irgendwas buggy. Something is buggy. ARP. 80 knots, check. E1. Rotate. Positive rate. Yeah, VNAV speed. And we go left. And New York Center, Skyhawk 738 November X-ray, would like to cancel my Okay, hour. vertical speed, let's take 2000. Skyhawk 8 November X-ray, cancellation of Speed IFR. 200 knots is enough. 2038 Zulu, have a good day. Good day, November X-ray. WestJet 1215, radar contacts the altitude. WestJet 1215. WestJet 1215, climb maintain 1010. Correction, make climb maintain 15,000. Climb 15,000, WestJet 1215. 15,000. Wipers off. 050. Let's try LNAV. And VNAV. Flaps 1, speed was checked. Uh-oh. Heading select, it's not doing. WestJet 1215, turn left heading 360. Left 360, WestJet 1215. American 1444, climb maintain level 230. Okay, der Flieger ist nicht macht, was ich will, also muss ich ihn zwingen. Heading select green. Reset your transponder, squawk 667. Command green. Reset transponder 667. And speed is checked, flaps up selected. Weather radar may help to see what's going on here. JetBlue 1043, descend and maintain level Also, 270. flaps up, light out, 270, auto brake 1043. off, landing gear off, ignition auto, taxi light, turn off lights off. Boah, 16 frames. Where is er? New York Center, Delta 422, flight level 350, go fast.
22 New York Center, good afternoon, IDEN. WestJet 1215, turn left heading 300, when able, proceed direct Coat. Left heading 300 and codes when able, WestJet 1215. So, let's see, where's codes? Ah, heading is quite cool. To go to codes. Then let's go Delta direct 422, codes. radar contact, looks like 15 miles west of Lowman intersection at flight level 350. Descend and maintain flight level 180. Elnaf Green to code. Flight level 180, Delta 422. American 1178, Boston Center's offline, modern Ja, Unicom sollten wir das Anti-Ice einschalten, es ist doch zu kalt hier. Over to 122.8, American 1178. Have a good night. JetBlue 1043, same for you. Go ahead, monitor Unicom 122.8, good night. 10,000 feet, Unicom landing lights off. 122.8, JetBlue 1043, thanks. American 1444, climb, maintain flight level 320. Climb, maintain flight level 320, American 1444. WestJet 1215, climb, maintain flight level 230. Climb, maintain level 230, WestJet 1215. 230. Delta Standard 2159, flight Standard level set. 350. 230 checked. Delta Accelerating, 2159, New so York level Center, 100 do list, what do roger. we have here? That's all good, that's all good. Anti-ice still on, that's good, that's good. Cabin is pressurizing, fine. Ja, diese Wolken klauen Frames. Boah, 15, 14 Frames. Na, jetzt geht's wieder aufwärts. Clipper 32, contact Potomac approach on 119.85. 119.85, Clipper 32, thank you, good night. Ja, sehr spannend gerade, ne? Afternoon, New York, American 2570, heavy flight, level 8,000. American 2570, heavy New York approach, expect the ILS Zulu, runway 9er right, descend and maintain 6,000. ILS Zulu, runway 9er right, descend and maintain 6,000, American 2570. WestJet 1215, climb, maintain level 300. Climb, maintain level 300, WestJet 1215. Level 300 set. Venus Beach, still. Da kommt eine Qantas 11, wer ist das? Mal gucken. New York Center, Super 613, what's your flight level 390? Super 613, New York Center, IDEN.
Super 613, radar contact 15 miles north of the rescue intersection, flight level 390, welcome aboard. Dreamliner. American 2570 heavy, turn left heading 290, vectors the final. Left 290, vectors final. So langsam haben sich die Frames hier beruhigt, aber immer noch um die 20 herum. Ist halt doch wolkig. Die Wolken fressen viele Frames. Gibt es da keine Wolken, die etwas weniger Ressourcen verbrauchen? Kannst Anti-Ice abschalten. Ich bin das ein bisschen Steigrate. Ja. So, ankommen sollten wir in Toronto, Terminal 3. Delta 422, descend and maintain 8,000. The Philadelphia altimeter is 2984. 8,000 Delta 422. Yo, good day, bring out 4442, Brickyard 4442, New York Center, squawk 6656. WestJet 1215, request AFK 2 minutes. WestJet 1215 approved, report back. Here we go. Ich bin mal kurz Wasser nachfüllen. Delta 2159, Boston Center's offline, monitor Unicom 122.8, good day. American 2570 heavy, turn left heading 270, descend and maintain 3000. Left 270, descend maintain 3000, American 2570. Brickyard 4442, radar contact 20 miles west of Phillipsburg, VOR, cross mark at maintain flight level 180.
New York Center, Delta 5877 is with you at flight level 160. Delta 5877, New York Center, ident. New York, American 1444, request. American 1444, go. Can we amend our final cruise altitude to 340 today? We're a little lighter than expected. American 1444, climb maintain flight level 340. Climb maintain flight level 340, American 1444. Delta 422, expect the ILS Zulu, runway 9 right approach into Kennedy. Or correction, into Philadelphia. Double motor. Expect the ILS 9 right Zulu approach for Delta 422. New York WestJet 1215, back at station. Roger. Delta 5877, radar contact at 16,000. Cross Basie at maintain 8,000. La Guardia altimeter is 3006. Cross Basie at 8,000. La Guardia altimeter 3006. That's 5877. American 25, correction, American 2570, heavy, turn right heading 360. Right 360, American 2570 heavy. So, also was As machen we unsere go. Frames hier? Fly with lure, macros, show, reality, check, analysis. Wow, so much data. Well. Yeah, we made it to flight level 300. I was trying to call New York Center, you're unreadable. American 2570, heavy, turn right heading 060, join the localizer. So, let's have a look for our arrival into Toronto. Whoever was trying to call in earlier, can you try boosting your mic output or something? I can hear that you're trying to talk, but you're just coming in super quiet. Also, Swift, ATC. Delta 422 to center maintain 7,000. 7,000, Delta 422. American 2570, heavy 3 miles from Asoki, cleared ILS runway, ILS Zulu, runway 9 right approach. Cleared ILS Zulu, runway 9 right approach, American 2570. Noch sehe ich hier kein ATIS. New York I can't ExoJet get 482 at see the Philadelphia, ATIS on the looking list for yet. airport in Nantucket. ExoJet 482, New York Center, cleared at Nantucket Airport, Well, we Philadelphia can do 2 a departure, trick. radar vectors ditched and as filed. Maintain 3000, expect flight level 21010, our mid-temperature departure, CPLDAC. squawk 6654. Client. Alright, we're clear this file to Nantucket to Philly 2, radar vectors ditch, climb to 3000, expect flight level 210 in 10 minutes, squawk 6654. ExoJet 482, read correct. The current wind at Philadelphia is 10019 gust 26, so I'm assuming runway 17 will probably be outside of your limits, correct? Firm for ExoJet 482. Alright, you can expect runway, yeah, can you take runway 8 then for departure? Stand by and check the line. Roger. American 2570 heavy, the wind is 10019 gust 26, runway 9 right, clear away. Ja, muss ich erst Daten eingeben, was bevor das macht. Na gut. KLGA. Zack.
nach CYYZ. XOJet 482, negative, we're gonna need the longer runways. Alright, expect 9er left, call for taxi. 9er left, call for taxi, XOJet 482. New York Center, hello, American In-flight. 1762 on the ground in Philadelphia. Request ATC, Toronto. American VATSIM 1762, New York Center, good afternoon, clear to Nassau Airport. Philadelphia 2 departure, rate of vectors Nothing. Woodstown, then as filed. Maintain 5,000, expect flight level 36010 Is the service down or what departure, is going on? 6645. Undercleared to Nassau, Philadelphia 2 departure. Weather at least, let's see, request meter. Maintain 5,000. Oh, nothing works. 10 squawk 6645, American Whoa. 1762. What's going on? 1762, reback crack, call for taxi, 9er left. 9er left, we'll call American 1762. New York Center, United 6299, with you 10,000. United 6299, New York Center, proceed direct Lana, climb and I think we maintain need flight the level NTRs 230. again. Lana 230, 6299. Delta 422, turn right heading 180, vectors to final, descend and maintain 6,000. Right turn 180, vectors to final, 6,000, Delta 422. New York, XOJet 482 at the Atlantic ramp is ready for taxi. Na, da kommt nichts durch. Schade. XOJet 482, runway 9er left, taxi via Alpha, left Delta, Kilo, Whiskey, cross runway 8. So gut, dann Stars. Da sind so viele Arrivals. Alright, we're on 9 left via Alpha, left turn Delta, Kilo, Whiskey, cross runway 8, XOJet 482. American 1444, contact the Washington Center 133.72, good day. 3372, American 1444, good day. Who else was trying to check in? American 1905, IFR to Nassau. American 1905, New York Center, equipped to the Nassau Airport, Philadelphia 2 departure, rate of vectors Woodstown, then as filed. Maintain 5,000, expect level 36010 minutes after departure, squawk 6663. American 1905, clear to Nassau. Also wir gehen hier Uniform Lima Whiskey. 5,000, flight level 360 and 10, and 660. Woozy. Ah, here Woozy transition. Okay. American 1905. Squawk is 6663, 6663, readback correct, call for taxi, 9er left. 6663, American 1905. Delta 422, descend and maintain 3,000. 3,000, Delta 422. Also 150 at 7, 2.5 miles, mist, scattered 200 feet, overcast 400 feet, +3, +3, 2978. United 6299, I don't know if I gave it to you already, climb maintain level Okay. 230. 230 for 6299. Delta 5877, expect the ILS runway 13 to La Guardia. Alright, we'll expect the ILS runway 13, that's 5877. Center, good afternoon, Air Canada 465, LaGuardia, clearance Toronto, please. Air Canada 465, New York Center, quit at Toronto Airport, 10-6 departure, rate of vectors Gale, then as filed, climb by at the SID, squawk 6630. 6630, Air Canada 465. Air Canada 465, read back correct, runway 13 for departure, call for taxi. 465. American 2570 Heavy, welcome to Philadelphia, continue Sierra, November, and Juliet, cross runway 9er left. Sierra, November, Juliet, cross 9er left. American 2517. XOJet 482, cross runway 17 at Kilo. We'll cross runway 17 Kilo, XOJet 482. Delta 422, turn 10 degrees right. Are you going to be able to make a SOP at 3,000? We should be able to make it at 3,000 over 422. Roger. Delta 5877, descend and maintain 6,000. Down to 6,000, Delta 5877. So, ich habe mir jetzt auf einer Karte die Arrival angeguckt, eingegeben. Mal gucken, was rauskommt.
Delta 2057, New York Center, it's on request. Delta 422, turn back to the left, heading 180. Left 180, Delta 422. WestJet 1215, Cleveland Center's offline, monitor Unicom 122.8, good day. Delta 422, turn left heading 120, drone the localizer. Left 120, drone localizer, Delta 422. Delta 2057, you ready? Affirmative for 2057. Delta 2057, you're cleared at the Atlanta Airport, 10 to 6 departure, radar vectors Lana, then as filed, climb by the SID, squawk 6636. Cleared out of Atlanta via radar vector to Lana, and then climb and maintain by the SID, and then squawk 6636. 2057, read back correct, call for taxi, runway 13. 13. Okay, over to Unicom, WestJet 1215, goodbye. Sim. Delta 422, you're 3 miles from Muskogee, cleared ILS Zulu, runway 9 right approach. ILS Zulu 9 right approach, Delta 422. United 6299, climb. Und dann sind wir auf Unicom. Abgleichen mit unserer VATSIM Luftraumkarte. Ob das so stimmt oder nicht. Ja, das stimmt sogar ziemlich genau. Cool. Ich bin begeistert. Das sind wir hier. Buffalo Overcast 600. Da geht's hier noch Center, ja. Mal gucken, wen wir rufen müssen. Oh, jetzt alles voll mit Controllern hier. Mist, ich hätte auch von anders fliegen können, nicht nur New York. Ja, ist egal. Europa ist auch ziemlich busy. So, Navigation Setting könnte man auch machen. Wobei wir wissen noch gar nicht, welche Landebahn in Betrieb ist. Das ist unser Problem. Wir wissen nichts. Wir wissen nichts. Also Toronto Pearson VUR 1215. Zumindest Marchandin bis zum Platz. Dann haben wir noch 124 Meilen. Und unsere einzige Auflage, wenn wir dieses Arrival hier fliegen, Verco, was haben wir gesagt? Verco 9 Arrival, Woozy Transition.
ist, dass wir bei Youth zwischen 10.000 und 8.000 Fuß sind. So, kommen wir zwischen ATC vielleicht rein. Ja, da ist sie. 20,82. Ist aber nichts zu hören. Ist eventuell kaputt, also weg damit. Dann machen wir halt hier Text ATC, das geht auch. Ah, jetzt geht das. Ich hatte vorhin offenbar vergessen, unser Callsign einzugeben. So, jetzt haben wir da die ATC. Also, Information Echo, Weather at 2033Z, Wind 160 at 7, Visibility 2.5 miles, Mist 2 scattered over an overcast, temperature 3, ILS approach, runway 05, okay. And ILS 06 right, departure 05 and 06 left, advise ATC of Information Echo. So, und welche Bahn kriegen wir jetzt? Six right and 5. Also die 5 ist die oben im Nordwesten vom Platz. Und die 6 right ist die im Südosten. Okay. Wir nehmen mal 6 right, nehmen wir mal an. Dann weg mit... Ach, weil wir nicht sehen können. Mist, ich habe es falsch eingeschaltet. Da ist ATC, sorry. Da ist das ATC, also Information Echo. Also ILS 6 right. Desart, selbe Arrival, selbe Transition. Also weg mit dem Akas. Zack. Jetzt gehen wir in die Wolken rein. Wir schnallen an und schalten das Anti-Ice ein.
Brauchen wir ILS-Frequenz 111,95, 57 Grad. Zero 57. Triple 195. Triple 195. NDB geht's nicht. Und nehmen wir hier aktiv. Minimum, was haben wir da? 738. Wieder hier im Regen. Ist die Frage nur, welchen Toronto Center muss ich denn rufen? Schicken die mir einen Kontakt? Aha. 2577. Toronto Center, WestJet 1215, descending 10,000 on the Barrow 9 arrival, Woozy transition. WestJet 1215, Toronto Center. Good afternoon, squawk 0567. 0567, 1215. 0567. WestJet 1215, your identified person information is Foxtrot, altimeter 3004. Plan arrival, runway 06 right, descend at 12,000. 3004, descend 12,000 to WestJet 1215. Das 3004 ist doch völlig was anderes als... Das kann nicht sein. Dann mal hier schnell prüfen. ZiboMod
Toronto, WestJet 1215, can you please verify the altimeter setting? WestJet 1215, altimeter Toronto 3004. Okay, because the weather is broadcasting 2978. Copy that 1215, I'll check on it. Thousand to go. Question 1215, confirming the altimeter is 3004 and the ATIS should be saying that. Okay, 3004, WestJet 1215. Let me as well check the meter, because it was well saying 2978. Sehr interessant. Ich glaube, er hat ein falsches Wetter bei sich. Ich glaube, er hat da ganz, ganz falsches Wetter. Hier, Toronto. Question 1215, you can contact arrival on 132.8. 32.8. WestJet 1215. Hello. Kind of approach 2914. We'd like to go a bit slower, around 100 knots over what we want to be right. Canada 2914, speed restrictions cancelled. Thanks, speed restrictions cancelled, 2914. Approach hello. WestJet 1215, 2000. WestJet 1215, runway 6 right, descend 9000. 6 right, 9000. Can you please confirm the latest altimeter setting? Latest altimeter in Toronto is 2979, information Foxtrot. Okay, 2979, WestJet 1215. Also, dann KLM 692 Alpha, right turn. hatte der Controller nicht recht. Muss ich mal schreiben, dass er den Leuten nicht weiter falsche Sachen sagt. WestJet 1215, right turn heading 020. Heading 020, WestJet 1215. Heading 020, selected. Air Canada 2914, descend 4000, cross lap level. Cross 4000 and cross lap at level. Air Canada 2914. KLM
692 Alpha, direct to Verco to rejoin the arrival. Direct Verco, rejoin the arrival, KLM 692 Alpha. Water, very nice to drink something. Alright, so ILS 6 right. WestJet 172, Toronto arrival was 124.47, have a good landing. Over to arrival for 172, thank you. See you later. KLM 692 Alpha, descend 5,000. 5,692 Alpha. WestJet 1215, direct to Verco to rejoin the arrival. Toronto, approach Delta 125, repeat. Roger. WestJet 1215, left turn direct to Verco to rejoin the arrival. Direct Verco to rejoin arrival, WestJet 1215. WestJet 1215, also descend 8,000. 8,000 WestJet 1215. So 8,000 set V is green and we are turning towards Verco. And then he wants us to go direct to Verco. Also Canada 2914, Verco, Toronto arrival insert, 124.47. execute, and Elna 124, green, 124.47, Air Canada 2914, good. Delta 125, runway 05, descend 4000, cross lap Aber ich level. glaube, da stimmt was nicht mit dem... 4000, Delta 125. Genau, da stimmt was nicht. Ich muss da nochmal einen geben, neu den Arrival. Scheiße. KLM 629 Alpha will be vectors, now turn right heading 150. Right 150, KLM 692 Alpha. Ah, that's better. Wait, confirm right 150. Affirm, right turn 150. Also Right Verco... 692 Alpha. Verco... Darpu. Bis zu diesem WestJet 1215, expedite descent 4000, cross Darpu level. Expedite 4000 Darku level on WestJet 1215. Also Darpu 4000 feet. Execute. And we have how many miles to go? 10 miles. Ja, ist lustig. Also full air brakes. Okay, wir müssen hier runter. So, why isn't this guy descending? Oh, come on. Delta 125, Toronto arrival is 124.47. Also, landing lights on. Wing Logo brauchen wir nicht. They will come later on. WestJet 1215, stop descent 5000, contact Toronto arrivals 124.47. Okay, stop descent 5000, 12447, WestJet 1215. Toronto, over there. Delta 125, front arrival, 15, come down slow. Also dann hier. Flaps. Flaps 5 to increase the rate. Arrival on WestJet 1215, descending 5000, expediting. 1215, run standby, break deck under the 2914, Von dem kann man kaum hören. Localize, declared ILS runway 05.
1090, Jonah localizer cleared ILS 529.4. And arrivals, say again for Delta 125. Delta 125, turn arrival. Descend. You descend 12 Correct 4125. Das ist noch ein WestJet 172, 172. WestJet 1215, turn arrival, descend 5000. Yep, descend 5000, WestJet 1215, and for information, you're coming in very quiet on volume. Thousand to go. 1000 to go, VS green 1500. Ach nee, der WestJet 172 ist ja hinter uns. Alt Acquire Green. WestJet 1215, turn right heading 330. Right heading 330, WestJet 1215. WestJet 172, turn right heading 330. Right 330, 172. Heading green 330. Delta 125, turn left heading 150. 150, 125. So, die Frequenz mag er nicht. Warum das? Ja. 1195. 1195 is set. Should be India Charlie Victor. Hier sagt aber India Delta Papa und 237. WestJet 172, descend 3000. Down to 3000, Und Toronto Tower, mal gucken, kann man schon eingeben. 187. Ah, jetzt haben wir India Charlie Victor, jetzt stimmt's. Hat offenbar noch vor ein anderes ILS empfangen. WestJet 1215, right turn heading 030, accept localize declared ILS runway 06 right side, accept Lincoln. Right 030, intercept lock 06 right and cleared ILS, WestJet 1215. 1215, if you overshoot it, so you can turn right heading 090 to re-intercept. Yep, we're turning right to re-intercept WestJet 1215. And Delta 125, left turn heading 030, left turn 030. Left 030, Delta 125. Also approach, lock and glide slope white. Toronto arrivals, KLGA-CYYZ Alpha. 19, 18, 19 Frames. Scheiße. 292 Alpha, Toronto arrivals. Wir schauen mal runter, damit er ein bisschen mehr Frames kriegt hier. Würde ich zu sehr abbremsen. And Delta 125, the traffic on the ILS just in front of you there. Moving out scale space, I'm just going to have to spin you around, sir. So if you just continue that left turn heading 340. Right left 340, Delta 125, no problem. Oh lala, Lock Gleislauf Green und der geht da runter wie ein Schwein. Was ist denn das? Machen wir jetzt hier mal Air Brake Armed oder Speed Brake Armed. Also I'm now looking down, so we keep the frames up, so to avoid slowing anyone down, and Toronto ground will be 12165. Later on, 12165.
Boah. 13 Frames, krass. Russia 172 left turn heading 23, sir. Looking to spin around, sir. Russia 172, left turn 220, left turn 220, sir. 220, 172. Canada 29, 14, call to Tower 1187, good day, sir. 1187, Canada 2914, thanks for service, guy. Bye-bye, WestJet 1215, same for you, Tower 1187, cheer here. 18-7, 12-15, goodbye. 1216. Tower, good day, Air Canada 2914 with you, ILS 5. Air Canada 2914, heavy presenter, good evening, winds 10015, gusting 26, clear to land, runway 05. Runway 5, clear to land. Are there any PABRs on landing? Air Canada 25 and 14, as of recently, no, I don't have any. Roger, thanks. Tolo, WestJet 1215, ILS 6 right. WestJet 1215, presenter, good evening, winds 10015, gusting 26, clear to land, runway 06 right. Clear to land 6 right, 1215. Clear to land. Wir schauen mal noch schön runter, dass wir die Frames oben lassen. Flaps 30. Flaps 40. 1,000 feet stabilized, Mr. Birch, altitude set. Das ist unsere Rev Speed heute, 138, da haben sie sogar 145 passt. Gewissermaßen eine Blindlandung. Wow, 14 Frames. Brauche ich echt hier die Scheibenwischer? Oh, come on. Gib mir Sicht, bitte. Ja, ja. Contact. Wow! 200. Minimums. At the minimum. Krass. 100. Air Canada 2914, welcome to Toronto, exit right, when able, report clear. Yeah. Right, when able, we'll call you clear, 2914. Das war richtig gutes Wetter. Das war cool, ne? 80 knots. So macht das Spaß. Wobei das hatte jetzt die ganzen Tage gedauert, im großen Simulator. Wetter war schlecht und mit Go-Around und mit einem Triebwerk nur durchstarten und so. 39 Fuß, nicht schlecht, ja. Russia 1215, welcome to Toronto, exit Delta Tree, cross runway 06, left and contact ground 12165 on the other side. Have a great night. Cross 6 left, 12165 from Western 1215. Thank you. Goodbye. Bye-bye. Air Canada 2914, welcome to Toronto, contact ground 12165. Have a great night. 12165 on work clear now, 2914. Great. Cross runway 15 left, and the apron is at your discretion. Thanks for flying in. Alright, Hotel Bravo Alpha Lima, cross runway 15 left, and greets at our discretion. Thanks, Air Canada 2914. Oh, das ist unnamed hier. Mal gucken, wo ich hin muss überhaupt. Hätte ich vorhin mal schauen können, vorm Land, nicht Depp.
Also, Ground Chart, Terminal 3. Ground loads, WestJet 1215 and Delta 3 to Terminal 3, please. WestJet 1215, ground, welcome to Toronto, taxi to Terminal 3 via Delta Alpha Alpha Juliet, and the apron is at your discretion. Terminal 3, Delta Alpha Alpha Juliet, WestJet 1215, thank you. Also, Delta, zweite links, Delta und dann zweite rechts, Alpha, 1, 2, Alpha Juliet, vierte rechts. Und dann kommen wir zum Delta 6592, contact tower now 118.7, have a good flight. Terminal 3. Machen wir doch. Glatt. Yeah, have a good day. Also Landing Lights off. Strobe off. Ja, das Wetter war gerade sehr am Limit, ne? Haben wir gesehen, ne? Also, puff, nicht schlecht, ne? Nicht schlecht. Ich schätze mal, ne? Die Wolkenuntergrenze war so 50 Fuß über dem Minimum. Hat Spaß gemacht. Ja, ja, da hängen über die Wolkenfetzen runter, ne? So, dann müssen wir hier rechts abbiegen. Boah, ob es dann so hell ist, weiß ich nicht. Dann, ob diese Wolke nur über den Flughafen drunter hängt und es von hinten da so hell durchscheint, glaube ich nicht. Wir müssen noch 2 weiter. Ground, good afternoon. Air Canada 11-9 Alpha, requesting pushback and start. Air Canada 1119 Alpha, pushback and start is at your discretion, advisory for taxi. Pushback approval call for taxi, Air Canada 1119, thank you. Toronto ground, Whistler 40, shutdown at the gate. Thanks for the ATC, see ya. Whistler 40, thanks for flying in, flip on close, yep. Oh, hier ist der Rollweg aufgesplittert. Oh, muss ich jetzt hin? Oh, nach rechts. Ja, da kommen noch jede Menge Flieger rein aus Europa. Von diesem Event aus Amsterdam.
So, da ist unser AJ. Alpha Juliet. Wir parken hier neben dem anderen Westjet. Okay, ground, Connie 220 Heavy shutting down. I want to thank you, and please thank your brothers and sisters. It was an excellent coverage across the pond all the way. Thank you so much. You guys have a good evening. Connie 220, really appreciate the feedback. Thanks for flying in, and you have yourself a great night. And that's Toronto Ground Delta 125 with you at Hotel Clear there. Delta 125 ground, welcome to Toronto. Do you have any preference on the gate? Yeah, no, we're just looking to taxi back to the main terminal. No specific gate. Delta 125, taxi to Terminal 3 via Hotel Bravo and Alpha Juliet. Cross runway 15 left, and the apron is at your discretion. Have a great night. Hotel Bravo Alpha Juliet, cross 15 left, Delta 125. Ich habe doch eigentlich hier die Parkbremse angeschaltet. Warum geht das nicht? Ja, great event, but shitty weather. Last station calling, say again, please. Yeah, great weather, great event, but shitty weather. Yeah, that's the way it usually goes. Thanks for flying in, man. Have a good night. See you, thank you. Alright, ground power connected. Und Fuel off. Eben, das war dieses Event von Amsterdam. Flog die ganze Meute direkt nach Toronto, also so 8 Stunden Event. Und Beacon off. Cool. Toronto ground, Rouge 1802, ready for taxi, 6 left. Rouge 1802, runway 06 left, the altimeter 2978, taxi via Delta Papa Delta, cross runway 33 right, hold short of runway 06 left. Alright, we'll take Delta Papa Delta down to 06 left, and we'll cross 33 right at Rouge 1802. So, wir können ein bisschen Aircraft-Spotten hier machen. Was ist denn so noch da zu sehen? Irgendwas Wichtiges? Oh, eine schöne 767. Da rollen sie. Cool. Toronto ground, KLM 931 Heavy with you on hotel. Da parken wir. KLM 931 Heavy ground, welcome to Toronto. Do you have any preference on gate? Any of the Charlie gates will do for KLM 931 Heavy. KLM 931 Heavy, roger. Taxi to Terminal 3 via Hotel Bravo Alpha Juliet, cross runway 15 left, and the apron is at your discretion. Hotel Bravo Alpha Juliet in cross 1511, apron our discretion, KLM 931 Heavy, thanks. Air Canada 119 Alpha, ready to taxi 05. Air Canada 119 Alpha, runway 05, the altimeter 2989er, taxi via Alpha Kilo, Alpha Sierra, Echo, Golf, Airbridge Cargo. Oh, hier auf dem Cargo-Eck ist was los. Nicht schlecht. Da stapeln sich die Jumbos. Cool. Und irgendwas auch aus Aerologic da. Mal gucken, ob der geflogen ist. Kann man hier sehen, ne? Der Airbridge Cargo, der kam aus Amsterdam auch. Air Canada 119 Alpha, do you copy? Der war 7 Stunden I 30 lost contact for a few seconds. If you can repeat that again, please. online. Air Canada 119 Alpha, not a problem.
runway 05, the altimeter 2989er, taxi via Alpha Kilo, Alpha, Sierra, Echo, Golf, Hotel, cross runway 15 left and 15 right, hold short at runway 05. Taxi via Alpha Kilo, Alpha Sierra, Echo, Golf cross 15 left, 15 right. After Golf is Hotel. Golf Hotel, to cross 15 left, 15 right, and hold short 05. Thank you. Turn to ground, Unit 1121, right taxi, 06 left. Unit 1121, roger, stand by. Cool, huh? Watch my wingtip. Müsste sich ausgehen. Ja, das passt. Very nice. 1802 is going to be a runway change. Runway 24 cool, right huh? for departure now. Das ist Make nett. the next left turn onto Delta That's 4. really left cool. turn, continue all the way down to hold short over 24 right. Alright, we'll make a left here, Delta 4, and then Charlie to 24 right now for Rouge 1802. Air Canada 119 Alpha, runway change, and your taxi, Alpha, Hotel, hold short of 23. You guys just blocked each other. Air Canada 119 Alpha, taxi via Alpha Kilo, Alpha, Hotel, hold short of 23. It's going to be runway 23 for departure now. Runway 23, taxi Alpha Kilo, Alpha Hotel, and hold short 23, Canada 119 Alpha. So, was machen wir mit diesem angefangenen Abend? Es ist noch ganz früh, 10 vor 11. Gibt's noch was zu fliegen? And United 1121, were you given runway 24 right? We were given 06 left for 1121. Alright, United 1121, you expect a runway change to be Ja, runway Atlantik 24 ist right noch for ziemlich departure. busy. The altimeter 2978, taxi via Alpha Juliet Bravo Charlie, hold short of runway 24 right. Roger, 24 right, Alpha Julia, Bravo Charlie cross, and holding short 24 right, 1121. Barrow. Who else called? Ah, da sind die Griechen unterwegs. Gruppenflug. Olympic nach Barrow. Von Anchorage nach Barrow. Ja, mit 747. Ja klar, Eugene 62. Sehr cool. New Pilot. Yeah. Air Canada 2914, you're New going into pilot. Alpha Lima, right? New Pilot. Yep, we're going in on Alpha Lima, Oh. 2914. I'm not sure why we grabbed Alpha in the first place. Yeah, no, just double check it, thank you. Und das Wetter im Barrow Yeah, we're not ist going crazy clear yet. skies, aber minus 31 Grad. Leck mich am Arsch. Wir können da mal hingehen und gucken, wie es da aussieht. Papa Alpha Bravo Romeo. Rouge 1802, hold short of Charlie 1 for now, please. Hold short, Charlie 1, Rouge 1802. Rouge 1802, sorry, make that Delta 1. Ah, da fliegt der Dave. Alright, hold short, Delta 1, Rouge 1802. Also, ich mache hier mal VATSIM Disconnect und Flight Configuration, Change Location, Papa Alpha Bravo Romeo. Bin gespannt. Ha 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 ha. Achso, da oben ist ja dunkel im Barrow, weil das ist ja über dem Polarkreis. Oh, das hat mein Explain
gekillt. Oh. Gleich nochmal probieren. Ay, caramba! Ay, caramba! Neu laden. Hat der Costa schon mal so eine Tour gemacht da durch Alaska oben? Bestimmt. So, was machen die Erdbeben und Vulkane in der Welt? Oh, hier geht's ein bisschen ab in Neuseeland, in der Nähe von Neuseeland. Reinzoomen. Reinzoomen. Oh ja, 5,1 geht noch. Könnte ja mal eben vorschlagen, da oben rumzufliegen. Das ist ganz witzig. Okay, wie schaut es hier aus? Ah, okay. Also Barrow, ja, Start Flight. Also, nicht so viel Neues bei den Vulkanen. Ja, genau, Coronavirus. Ja, mal gucken, was da noch kommt. So, da sind wir. Natürlich hat er die Einstellung verloren wieder. Oh, wir haben hier 50 Frames, nicht schlecht. Wow. Da können wir noch hier das Wetter aktivieren. Da ist er. Ja, der Costa ist ja in Singapur, da gab es nur irgendwie, weiß nicht, 1, 2 Fälle. Und ich glaube, in Singapur kümmern sie sich auch richtig gut drum. Da müssen wir uns jetzt, glaube ich, keine so richtig großen Sorgen machen.
Also, Wetterstation, genau, minus 31, 1025. Ich hoffe, bei den Temperaturen tut die GPU überhaupt funktionieren. Echt nur 71 Grad Nord? Ich dachte, das war nördlich. Na gut. Ich war schon nördlicher. Ich war schon in Spitzbergen. Da ist mehr los. Was haben wir gesagt mit dem Wetter? Hier 240 mit 8. Also Runway 25. Minus 31 Grad. Uah. Was haben wir da im Flexen? Minus 20? Das kann er gar nicht. Ist das ein Bug? Der kann damit gar nicht umgehen, oder was? Dann tun wir halt nicht flexen. Jetzt hat es geklappt wieder mal mit dem QRH Speeds. 128. Und die Scheiben sind völlig zugeheizt schon. Krass. Wir machen mal die Scheibenheizung an. Und hier auch die Air Conditioning. GPU Disconnect. Tür zu. No, das wollte ich doch gar nicht. Hallo. Das wollten wir. ILS 07, RNAV 25. Wir machen hier Visual Approach. Fertig. So, fertig. Ah, Scheibe wird nicht enteist, richtig. Wow, es ist echt kalt hier.
habe hier mal einen kurzen Flugball abgeschickt. Die anderen, die Griechen sind noch gar nicht da, die sind noch weit weg. Die Griechen. Kalt, minus 31 Grad hat sie gerade, laut Wetterbericht. Minus 31. Also dann geht's los. Gibt es hier auch eine Groundkarte? Ja, natürlich. Guck, da sind wir. Ja, wir sind hier oben am Arktischen Ozean, ne? Ich tue mal die Karte starten. Warum kann ich nicht weiter rauszoomen? Was soll der Scheiß? Na gut. Und eben hier die Ortsmissweisung ist auch krass. Irgendwie, weiß nicht, wie viel 100 Grad. Okay, wenn das so nicht geht, dann müssen wir uns das im Sky Vector anschauen. Sky Vector. PABR. So. Guck, da oben sind wir. Ich zoome noch weiter raus. Ja. Guck hier. Nordamerika. Ich mache mal die World VFA gerade. Nordamerika. Wir waren gerade eben hier in Toronto. Sind hier geflogen. New York nach Toronto. Jetzt sind wir hier ganz da oben. Und ihr seht hier, ne? Da haben wir eine Ortsmissweisung von 20 Grad. Circa, ja. Also Barrow VORDMI 16,2. Und es gibt ein NDB am Platz. 281. 16,2, 281. Ich mach mal hier Triebwerke an. Also aus. Und los geht's. Okay, the cabin is secured. Have a good flight. Fuel on. Was war das NDB? 381? Ne, 281. Fuel on. Was haben wir gesagt? Das Altimeter war irgendwie 3025. 3027. 3027. Da gibt es glaube ich keinen Taxiway, doch es gibt diesen einen hier. Und wir machen aber direkt hier Backtrack auf der Bahn. 2,5 umdrehen und dann ab durch die Mitte. Da machen wir unsere Checkliste fertig. Ah, ja, dann haben wir noch da von oben nach unten, APU aus, Probe Heat on, Electric Pumps on, Continuous. Hop. Taxi Light on. Also
Flaps 5, green light, RTO selected. Flaps set. Und ich kann schon im Radar hier sehen, dass die kommen da langsam. Die sind langsam da, aber die sind noch 10, 20, 30, 40, 50, 60 Mal, über 60 Mal draußen noch der erste. Ich schreibe mal was ins Unicom rein. Also dann Transponder an und los geht's. Ach, ich habe die Jocks vergessen, ne? Natürlich. Sehr gut gemacht. Strobe light on. Ups. Nein, nicht da auf die Seite raus. Machen wir nicht, das ist böse. Achso, wir machen es wie in Platzrunden. Zum Spaß haben. Nichts Berühmtes. Weil ich gerade Lust drauf habe. Ich habe vorhin zufälligerweise bei YouTube von einem YouTuber-Piloten gesehen, dass er da mit seiner Bonanza hingeflogen ist. Warum? Warum nicht? Dann testen wir das mal. Also eben, hier Barrow ist der nördlichste Flughafen der USA. Also ich tue mal kurz hier das Track IR aktivieren. Was aber nicht geht. Kann natürlich sein, dass er sich vorhin aufgehängt hat, als mir der abgestürzt ist. Ja, der ist weg. Na super, egal. Landing Lights on. Und los geht's.
geht's. 80 knots. Check. V1. Rotate. Rotate. Positive rate. Gear up. 400. So bleiben immer auf 1000 Fuß. 1000. Er mag halt nicht viel. Ist halt sehr dunkel um der Jahreszeit. Oh, hier steigt der Vogel. Wir wollen noch gar nicht steigen. Das kennen wir doch schon aus Victoria Falls. So, da ist die Ortschaft Barrow hier am Arktischen Ozean. Und da ist die Landebahn mit der Befeuerung. Also, wir machen hier mal die Auto Brake aus. Wir wollen ein Touch and Go machen. Und wie wir sehen können hier, das ist alles nicht so einfach mit den Kursen. Wobei ich weiß halt nicht, wie der X-Plane hier das simuliert mit dem Track Mode und was auch immer. Da oben ist alles Grid North. Ich habe mir vorhin einen Punkt programmiert, hier dieser RX-25, der ist 5 Meilen vor der Landebahn. Den peilen wir halt mal an. Im Großen und Ganzen. So, die Olympics, die sind gerade hier irgendwo rechts von uns. Die haben noch einen Abstand von 10, 20, 25 Meilen, okay. Olympic 900. Olympic 900, copy, on voice. Olympic 900, go ahead. Ah, perfect, yeah, okay. Well, this is with the WestJet 1215, we are in a left base for runway 25, visual touch and go. Okay, sir, I can see you have you on my Ticas, 25 miles in front of me, 12 o'clock. Perfect. So, gear down, flaps 15, wir müssen mal langsam runter, wir sind ungefähr 500 Fuß zu hoch. Machen mal Target Speed 135, wir hatten ja vorhin V2 128, das ist dann ungefähr auch die Rev Speed.
So you guys are all new to VATSIM. Air traffic, WestJet 1215 is on a 5-mile final runway 25, touch and go, left-hand circuit. Okay, das ist bald Flaps 30 und die Speed Brake wird nicht geahmt. Hoch sind wir, glaube ich. Wir werden mal ein bisschen die Sinkrate erhöhen. 1,000 feet, stabilized, Mr. Perch, altitude set. Und eben, wenn ihr wenn ihr einfach nur die Runway 25 eingebt mit dem Path, Vertical Path 3 Grad und so 5 Meilen, dann habt ihr auch eine Anzeige hier, wie ihr fliegen müsst, um zur Bahn zu kommen. Ohne irgendwie Eilleistung zu haben oder so ähnlich, ne? Darauf kann man sich schon verlassen. Ja, Continue. Das war dann LNAV, VNAV. 100. Wie ihr seht, das mit dem V2 als VREF annehmen, klappt ziemlich gut. 30, 20, 10. Eins, zwei, drei, 4. Rotate, positive right, gear up. Too low, gear. Too low, gear. Ja, komm, 400. Too low, gear. Habe ich Flaps, habe ich jetzt hier Flaps 5? Nee, Flaps 10 habe ich oder wie? 1,000. Ich habe Flaps 5, das stimmt doch. Und wir bleiben auf 2000. Barrow traffic, WestJet 1215 is airborne again, turning left for downwind runway 25. Barrow traffic passing Kozak, descend 2,000 feet, expect runway 25, Olympic 900. Da kommt er im T-Cast, der ist ungefähr 13 Meilen draußen. Ob ich dann hier nochmal vor dem einen Anflug machen kann, weiß ich nicht. Muss mal schauen. Wahrscheinlich nicht. So, gibt es hier in der Nähe einen Flughafen, den man noch anfliegen kann, der nicht so weit weg ist. Naja, schon ein Stück. Was haben wir hier? Burnell, Wainwright. Dead Horse, ja.
Barrow traffic, WestJet 1215, we're extending downwind to give way to first inbound traffic. Traffic inside, we're visual. Da vorne der Blob, das ist er. Aber dass der Flieger davon selber nach rechts zieht, das nervt. Liegt das am Yoke oder ist der Flieger einfach vertrimmt? Barrow traffic with the runway inside on final, only 900. Da ist er. Mit seinem Jumbo-Jet. Cool. Barrow traffic, WestJet 1215, we're turning base on final runway 25, preceding 747 inside. Das macht Laune. So, der nächste ist noch jetzt, wie weit draußen? Naja, 18 Meilen oder so. Okay, wir sind hier auf ungefähr 2000 Fuß, ein bisschen mehr, dann müssen wir ungefähr bei 7,3 dmi vom BUR müssen wir absenken. Einen Sinkflug einleiten für ein 3 Grad Profil. So, es geht runter. Gear down. Flaps 15. Flaps 25, flaps 30. Barrow traffic, runway vacated, Olympic 900. Barrow traffic, WestJet 1215, we are on 5 miles final, touch and go, runway 25.
Are the other Olympic guys on voice as well, or are they on text only? Olympic 6201, it's text only. Okay, understand, thank you. Evkaristo. Olympic 621, you can hear me, yeah? But you cannot reply on voice, so I can talk on voice. Also Ground Speed 116 mal 5 gibt ungefähr 600. Also Sinkrate 600, dann bleiben auf dem 3 Grad Profil. Als Sinkrate. Minimums. Ja, continue. $100. 50, 40, 30, 20, 10. Positive rate. Too low. Gear. Yeah, too low gear. 400. Barrow traffic, WestJet 1215, airborne. $1,000. Ja, nicht schlecht. 103, damit kann ich leben. Barrow traffic, WestJet 1215 is turning left for downwind, runway 25, 2000 feet. We give way to Olympic 621. You're number one guy. Naja, ich versuche mal 2000 zu halten. Das ist nicht so einfach. Da nur am Trimmen hier. Hi YOLO. Wir gurken gerade am arktischen Ozean herum. Drehen Platzrouten in Barrow, Papa Alpha Bravo Romeo. Ne, real nicht 737, real Privatjet. Sonst würde ich das online nicht fliegen. Also wenn ich real sowas fliegen würde, würde ich das bestimmt nicht online fliegen. Oder auf dem Simulator. Nee. Das wäre sonst Überdosis. Machen wir nicht. So, wir haben Flaps 10. Na gut, machen wir Flaps 5 draus. Ist gut genug.
So, da vorne kommt der Kollege. Ich glaube, er hat auch eine 747. Oder war das der? Ja, genau, der hat auch eine 747 Olympic. Die werden wir am Boden dann sehen nach der letzten Landung. So, jetzt geben wir dem hier 1 Minute und dann drehen wir auch um, zurück Richtung Platz. Ja. So, Zeit ist fast rum. Drehen wir mal hier aufs Final. Bevor uns der andere erwischt. Barrow traffic, WestJet 1215 is turning base and final at 8 DME for runway 25, touch and go. Diesmal überschießen wir ein bisschen. Das korrigieren wir aber gleich. Wir wollen hier zu dem Punkt RX25 ungefähr. Das ist 5 Meilen Final. Ups. Das sind auf 2000 Fuß, da müssen wir ungefähr bei 6 DMI wieder anfangen mit dem Sinkflug. Ja, dann 2 mal 3 gibt 6. 2000 Fuß sind 2. So, da vorne ist die Bahn. Der ist schon runter von der Bahn, glaube ich. Barrow traffic, WestJet 1215, 6 miles final, runway 25, touch and go. Ja, Fahrwerk raus, Flaps 10. Flap 15. Flaps 25. And flaps 30 for touch and go. Auto brake off and speed brake not armed. Thousand feet, stabilized, Mr. Birch, altitude set. Ja, der dritte Olympic sitzt mir schon im Nacken. Der ist noch 7 Mal hinter mir, glaube ich, oder so. Ja, ich muss mich doch daran gewöhnen, wie der
Honeycomb Yoke trimmt. Der trimmt deutlich stärker bei jedem Klick als der Vorgänger, der Zytec Yoke. Minimums. Ja. Continue for landing on touch and go. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Voll, ja, die Maschine will schon fliegen. Ja, rotate. Too low, terrain. Yeah, Too gear. low, gear. Too low, 400. gear. So, Nase runter. Flaps 5. Oder? Jetzt haben wir 5, genau. Barrow traffic. WestJet 1215 is airborne, runway 25, turning left for downwind. So, der dritte ist gerade gelandet. Einer kommt noch, aber der ist noch weit weg. So, nochmal schnell hier Landeperformance berechnen. Zack. 25 execute, 3 Grad. 5 Meilen execute. Okay. Dann machen wir Abschlusslandung. Barrow traffic, WestJet 1215 is downwind runway 25, 2000 feet for final landing. So, dann haben wir heute ein anderer Approach. Also, Gear down, Flaps 10, Flaps 15. Und runter geht's. Und links rum, Flaps 25. WestJet 1215 is turning base and final runway 25, final landing Barrow. Oh, Pitch ist ein bisschen tief.
flaps 30. Speed brake armed. Auto brake 2. Jetzt sind wir etwas tief hier gekommen. Ich dachte, wir würden höher rauskommen. Na gut. Dann bleiben wir auf der Höhe. Oh, hi Pete. Das Beste passt. Ich bin gerade bei der letzten Landung. Ich habe gerade hier Touch and Go gemacht, während die Olympic-Meute gelandet ist, der Reihe nach, in Barrow am Nordpolarmeer, am Arktischen Ozean. So, flaps full, down we go. Ja, macht ja nix. Ist in der Spielerei. Also, final check. Gear down 3 greens, flaps full, green light, auto brake 2, speed brake armed. All lights on. 1,000 feet stabilized, Mr. Birch, altitude set. Hullala, ist ein Motiv hier. Was soll das denn? Liebes Flugzeug, mach doch, was ich von dir will. So, Puppy, 1 wide, 3 red, come on. Give me 2 wide, da sind wir. 2 wide, Ground Speed ist 105 Knoten, ne? Ist so kalt, dass die True Airspeed so niedrig ist. 100 mal 5 gibt 500, also brauche ich Sync gerade nur 500, mehr nicht, um auf dem 3 Grad Gleislauf zu bleiben. 300. Deswegen sind wir auch so langsam. 200. Minimums. Ja, continue. 100. 50, 40, 30, 20, 10. Boah, da war so eine Scheißlandung. Da war ich zu langsam geworden, glaube ich. Da hatte ich nicht mehr genügend. Hätte ich stärker ziehen müssen. 80 knots. Ja, Idle Reverse. So, Klappen rein und da können wir die Landebahn verlassen. Barrow traffic, Westjet 1215, vacating runway 25 to the right. So, APU on, und es ist so arschkalt hier. Ohne Heizung geht das nicht. Was da für ein Schmuckstück steht. Olympic Jumbo und eine EU-Schiene 62. Wie geil ist das? Und das stimmt auch so, weil der wirklich so rumfliegt. Ja, die Sync gerade eben beim Landen war nicht so schön. Das habe ich vorhin besser hingekriegt. Keine Frage. Ich mache den mal Platz, weil damit letzte, der reinkommt zur Landung, der wird sich bestimmt noch neben die Olympic-Kollegen stellen. Dann packe ich hier ein bisschen weiter drüben Richtung Westen.
Transponder standby. Trimmung schon auf 5 stellen. Dann parken wir jetzt hier. Und schauen uns die Olympics an noch kurz. In hübschen Maschinen. Taxi light off, APU läuft, ist on bus. Die habe ich vorhin jetzt vergessen. Das war Absicht, die habe ich angelassen, damit die Scheiben nicht einfrieren. Und dann jetzt hier Fuel cut off. Open door, aber die Haupttür machen wir nicht auf, ist zu kalt draußen. Chock set. Dann schauen wir uns mal die an, die Flieger. Cool. Das Beste hier, die EU-Schiene 62. So hübsch. Ist zwar Aeroflot hier Bemalung, weil es keine gibt für Olympic Airways, aber hey, ist immerhin der richtige Flugzeugtyp. Ich bin begeistert. Achso, ich kann Ihnen ja schreiben, dass die sich selber sehen können. Ah, genau. So then, hello Christoph. So you can see what I can see of you guys. So it's pretty accurate. I can see your classic jumbo jets and I can see your EU-Schiene. Let's have a look for the last one. Yes, hi. So who's missing? You see, here I got a radar. I can see you guys. I can see everything that you're doing. See on the ground here, and I can see the 883 on approach. So let's go and have a look for him here in X-plane 883. Follow and simulator. There we go.
yeah, Olympic Airways. Ja, Kirsten, da der User hier, der gerade reinkam, Temkal, das ist einer von den Olympic-Piloten, denen wir gerade zugucken. So here is our Olympic 883. So you can see the flaps are extended, the gears down, so it's transmitting the parts. It's very nice. That's the way we like it. Hello Animus. Yeah, hello Olympic 638. Cool. So everybody's here now.
He's a little bit off center line. Gentlemen, you have to turn a bit left, or different scenery maybe, huh? Could be as well. Ah, no, he's correcting now. Yeah, looks like the scenery is slightly different, huh? I'm using X-Plane. I guess you're using prepared or FSX. So there's a little bit of difference in the placement of the scenery of the runway. Very good. Very well done. Cool. Very well. So that's it, or is one more guy coming? No, that's it. You are complete. Well, I think these houses are not accurate for Barrow. They are different houses as well. Not so much road traffic. Yeah, but okay. You can't have it all. Let's do some spotting here at the fence. Alright guys, I think that's enough. Then I will shut down the stream and I see you next time. Happy flights and landings on VATSIM. Welcome to the network. Alright, dann bis gleich im Discord.